Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Heute geht es um das Thema Vergebung. Genauer, vergeben ohne vergessen. Geht das überhaupt? Hast du schon mal jemanden vergeben? So richtig vergeben. In meinen Gesprächen mit anderen Menschen höre ich oft die Menschen sagen, dass sie dem einen oder anderen vergeben haben, aber sie können es nicht vergessen. Ist es dann wirkliche Vergebung? Was ist denn Vergebung? Vergebung ist die mentale Reaktion einer Person auf ein tatsächliches oder angenommenes Fehlverhalten anderer, durch die der Vergebende, unabhängig von Fragen nach Schuld, Schwere oder den Folgen der Tat, die menschliche Unvollkommenheit anerkennt, um das Geschehene akzeptieren zu können. Wikipedia. Manche Menschen sind geradezu stolz darauf, dass sie ein Gedächtnis haben wie ein Elefant. Sie vergessen also nie. Was aber auch bedeuten kann, sie vergessen also auch nie, was ein anderer ihnen angetan hat. Sie sind nachtragend, unversöhnlich und manchmal sogar rachsüchtig. Verzeihung kommt überhaupt gar nie nicht in Frage. Sie machen anderen Vorwürfe, empfinden Gefühle von Bitterkeit, Ablehnung, maßlose Enttäuschung, Ärger, Verdruss, Hass, Disharmonien, Unfrieden und vieles andere. Oder sie sehen gar in sich selbst den Schuldigen, wegen gemachter Fehler oder Unterlassungen und fühlen sich schlecht dabei. Sie können oder wollen anderen oder sich selbst nicht vergeben. Was aber bedeutet das? Diese Menschen verarbeiten diese Ereignisse nicht. Sie setzen sich bewusst, also mental, nicht mit dieser Situation und auch nicht mit sich selbst auseinander. Sie überprüfen bewusst nicht die eigenen Urteile, den eigenen Standpunkt und das Verhalten, tragen es jahrelang mit sich rum und suchen immer weiter verbittert nach Schuldigen. Es gibt aber keinen Schuldigen. Zum Thema Schuld werde ich ein extra Video machen. Durch ständige Suche nach dem Schuldigen, Gedanken und Erinnerung an jene Situationen wird immer wieder diese Emotionen und Gefühle wie Hass, Erniedrigung, Ohnmacht hervorgerufen, die den Willen zur Vergebung ebenso mindern wie die Kompetenzen, diese Situationen in einem anderen Licht zu sehen. Zum Beispiel, was war das Motiv des anderen, das zu tun, was er getan hat? Was genau macht das mit mir, was der andere getan hat? Und warum macht er das mit mir? Vergebung setzt jedoch ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz voraus. Denn der Vergebende muss sich sowohl in den anderen hineinversetzen können, als sich auch seiner eigenen Emotionen bewusst werden. Die verständnisvolle Annahme eines möglichen Irrtums, fehlender Besonnenheit, blinden Gehorsams oder unmoralischen Verhaltens dürfen dabei jedoch nicht als Einverständnis in die Tat gewertet werden. Es handelt sich stattdessen um ein Verständnis für die Person als solche, ungeachtet ihrer Fehler. Wikipedia. Auch zum Thema Verständnis ist nicht gleich Einverständnis, wird es ein extra Video geben. Seid also gespannt. Manchmal aber gibt es auch den Wunsch, über andere Macht auszuüben, zu dominieren, ferner die Arroganz, Recht haben zu wollen. Diese Wünsche sind jedoch für das Vergeben hinderlich. Oft aber auch glauben die Menschen, Vergeben sei Ausdruck von Schwäche, Nachgiebigkeit
oder verminderter Selbstbehauptung. Nun, in Wirklichkeit erfordert Vergeben häufig seelische Stärke. Das erinnert mich an ein Zitat von Marshall W. Rosenberg, der da gesagt hat: GFK ist keine weichgespülte Wir haben uns alle Liebsprache, sondern ein fairer, offener, ehrlicher Austausch, der von den Beteiligten wesentlich mehr Mut und Klarheit erfordert, als sie es vorher getan haben. In der GFK sind wir also nicht nett, sondern echt. Wesentlich mehr Mut und Klarheit erfordert, als sie es vorher getan haben. Ist euch eigentlich klar, was dieser Satz aussagt oder aussagen will? Jetzt gibt es aber auch Menschen, die von sich behaupten, dass sie der einen oder anderen Person, Mutter, Vater, Partner, dem Nachbarn, vergeben haben. Sie haben offensichtlich diese ganze Prozedur emotionaler Intelligenz, das Hineinversetzen in den anderen, Aufbringen von Empathie zu sich und zum anderen, Gefühle, Emotionen, Bedürfnisse durchlaufen. Und somit können sie von sich behaupten, dass sie dem anderen vergeben haben. Für mich ist das genau nur der halbe Weg. Das ist schon mal ein Beginn. Habt ihr aber auch vergessen? Habt ihr einen Schlussstrich gezogen? Habt ihr die Erinnerung, Hass, Ärger, Trauer an diese Ereignisse aus dem Gedächtnis gelöscht? Ein Geschäftsführer, der mich angeschrieben hat, weil er mich als Coach haben wollte, erzählte mir, er habe seiner Mutter vergeben. Als ich ihn gefragt habe, ob er es auch vergessen hat, sagte er mir: Ich habe vergeben, aber ich werde es nie vergessen, was sie mir angetan hat. Was aber genau hat er dann vergeben? Wie hat er vergeben? Wenn diese Geschichten nicht einmal mental verarbeitet wurden, wenn er keinen Schlussstrich gezogen hat, wenn jedes Mal, wenn wir auf diese Dinge zu sprechen kommen, dieser Mensch sehr emotional wird. Er wird laut, zittert, wenn er nur daran denkt, weint, wenn er mir sagt, ich habe mir geschworen, nie wieder zu vergessen. Wie genau hat er dann vergeben? Und jetzt kommen wir zur Auflösung des Thumbnails, des Bildes weiter oben. Hast du jemals versucht, einen Ball unter Wasser zu drücken? Ja? Und was hast du dabei bemerkt? Es kostet ungeheuer viel Kraft. Sobald du den Ball nämlich loslässt, kommt er mit doppelter Kraft zurück an die Oberfläche. Genauso wenig wie man einen Ball dauerhaft unter Wasser halten kann, kann man dauerhaft seine Emotionen unterdrücken. Es ist schlichtweg nicht möglich und zudem auch schädlich. Emotionen und Gefühle zu verdrängen ist an sich Gewalt an sich selbst. Es ist wie ein Ball unter Wasser zu drücken. Egal wie sehr ich versuche, diesen zu ertränken, irgendwann kommt er wieder an die Oberfläche. Eine beträchtliche Kraft drückt dich bzw. den Ball nach oben und haut dir gegebenenfalls wieder alles um die Ohren. Diese Kräfte sind die unverarbeiteten Erlebnisse, Erinnerungen, Gedanken. Diese Erlebnisse, die ich zu ertränken versuche und diese mit dem Deckmantel der Vergebung zu überdecken versuche. Du kannst so viel ertränken versuchen, wie du willst. Du kannst es mit Vergeben überdecken, solange du innerlich diese Erlebnisse, Erinnerungen aus deinem Gedächtnis nicht löscht, also vergisst,
werden sie immer wieder an die Oberfläche gedrängt. Und ups, was denn das? Ja, die nicht verarbeitenden Erinnerungen. Was genau hast du dann vergeben? Wie hast du vergeben? Hast du wirklich vergeben? Ist es nicht langsam Zeit für einen Schlussstrich? Das sagt sich so einfach, ich weiß. Und wie soll das bitte gehen? Nun, erinnere dich ein letztes Mal an diese Person, an die Situation. Was hat sie getan? Was war das, womit sie dich verletzt hat? Versuche mal die Verletzung nachzufühlen. Was genau empfindest du dabei? Ärger, Frust, Enttäuschung? Solange du diese Gefühle mit dir schleppst, an ihnen festhältst, hilft es weder dir, noch betrifft es im Sinne des Wortes die andere Person. Denn diese weiß nicht einmal von deinem inneren Ärger, Frust und von deiner Enttäuschung. Nelson Mandela hat diese Situation damit verglichen, dass man selbst das Gift trinkt und erwartet, dass die andere Person die Folgen zu spüren bekommt. Ist es nicht Zeit zu vergeben? Habe Mitgefühl mit dir selbst. Vergebung braucht Zeit. Doch diese Zeit ist nötig, denn schließlich trägt sie dazu bei, dass du glücklich und in Frieden weiterleben kannst. Fällt es dir immer noch schwer? Betrachte doch mal die Situation aus der Perspektive der anderen Person. Welches Bedürfnis wollte sich die andere Person erfüllen und welche Gefühle hatte wohl diese Person genau zu diesem Zeitpunkt? Genau in dieser Situation. Mach dir bewusst, dass ihr Handeln sehr stark von ihrer Erziehung und anderen Umständen geprägt ist. Sie weiß es nicht besser. Sie weiß es nicht anders. In meinen Seminaren haben viele Menschen Schwierigkeiten damit, sich das vorzustellen, sich in den anderen einzudenken. Andere wollen sich gar nicht eindenken, was ja auch okay ist. Sie sind noch verhaftet in ihrem Schmerz. Dann stelle ich die folgende Frage. Wenn Sie diese Person wären, warum hätten Sie sich genauso verhalten wie Sie? Wenn du diese Frage für dich beantworten kannst, gar beantwortet hast, dann bist du bereit loszulassen. In diesem Sinne, bleiben Sie mir gewogen, Weisheiten zum Mitnehmen. Euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal.